Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute einmal ein etwas kürzeres Video. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber meine Frau ist noch bis morgen in Deutschland. Was bedeutet, ich bin alleine mit den Kids. Die letzten Tage konnte ich das relativ gut kaschieren. Da waren die Kids noch im Campamento, das ist so ein Sommercamp, wo die jede mögliche Sportart machen, Fußball, Basketball, die gehen schwimmen, die waren am Meer, die waren dieses Jahr sogar tauchen, also schon interessant. Für mich gab es sowas als Kind nicht. Naja, wie dem auch sei, gestern war der letzte Tag, jetzt sind sie zu Hause. Also kann ich logischerweise die Videos nicht so lange machen, wie ich sie gerne würde. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ja, trotz alledem gibt es Neuigkeiten in der Welt, im Universum Real Madrid, die ich mit euch teilen möchte. Nummer 1, die Frage, die sich viele von uns stellen: Wer bekommt die Nummer 9? Wir alle wissen, Kylian Mbappé hat die Nummer 10 von Luka Modric geerbt. Jetzt ist seine Nummer 9 frei, auch eine legendäre Nummer bei Real Madrid. Wir hören uns gleich an, wer die besten Karten hat. Und dann müssen wir uns über Franco Mastantuono unterhalten. Ein Transfer, der vielleicht ein bisschen untergeht, aber auf den Real Madrid enorme Hoffnungen setzt. Viele sagen, er wird der wichtigste und größte Transfer und soll sofort Stammspieler bei Real Madrid werden. Mit frischen 18 Jahren. Was da los ist, lesen wir uns zusammen durch. Also viel Spaß beim Video. Starten wir das Video wie so oft in den letzten Wochen mit einem nächsten Abgang von Real Madrid. Der nächste Jungstar, das nächste Talent, doch diesmal habe ich ein etwas weinendes Auge. Es geht um Lorenzo Aguado, 22 Jahre alt. Ein rechter Verteidiger, der letzte Saison 3 Spiele für uns gemacht hat. 2 im Pokal, einen in der Liga. 15 Jahre im Verein, seit er 7 ist. Ja, und er verlässt Real Madrid nach Albacete, trifft dort auf einen alten Bekannten, auf Jesus Vallejo, das freut mich. Allerdings bei Lorenzo Aguado hat Madrid den Vertrag nicht verlängert. Sie haben keine Zukunftsperspektive mit diesem Jungen gesehen. Was bedeutet Lorenzo Aguado? Keine Rückkaufsklausel, keine 50% etc. Er wechselt ablösefrei nach Albacete. Ich drücke Lorenzo trotzdem die Daumen. Und wenn man sieht, wen er bei Madrid vor sich hat, mit einem Trent Alexander-Arnold, mit einem Dani Carvajal, mit auch einem Jesus Fortea, der ganz stark da kämpft, in die erste Mannschaft zu kommen. Ganz ehrlich, Lorenzo Aguado ist auch schon 22. Also, mir blutet das Herz, wenn ein Junge, der mit 7 Jahren schon bei Real Madrid Castilla war, irgendwann den Verein verlässt. Aber das ist nun mal leider der Lauf der Dinge. Lorenzo Aguado, ich drücke dir die Daumen in deiner weiteren Profilaufbahn. Ich hoffe, du wirst deine Ziele erreichen. Ja, dann kommen wir zu den Themen, die ich eben angekündigt habe. Und viele von uns fragen sich, wer bekommt die Nummer 9 von Kylian Mbappé? Mehr oder weniger stehen 2 Namen zur Auswahl. Auf der einen Seite Endrick, dieses brasilianische Supertalent, oder auf der anderen Seite Gonzalo Garcia, unser neuer Raúl, der Junge aus der eigenen Jugend. Und keiner kann Stand heute sagen, wer die Nummer 9 bekommen wird. Es gibt einige, die sagen, Endrick steht kurz davor. Der Real Madrid hat letztes Jahr 45 Millionen Euro für ihn bezahlt. Das ist der Zukunftsplan von Real Madrid. Andere wiederum sagen, Gonzalo Garcia ist der natürliche Neuner, der natürliche Nachfolger, derjenige, der aus der eigenen Jugend kommt und schon sein ganzes Leben auf diese Nummer hinarbeitet. Was da los ist, hören wir uns zusammen einmal an. Wir sind gespannt auf Endrick und seine Genesung. Ja, denn er ist einer derjenigen, die ausgeliehen werden könnten. In den letzten Tagen wurde darüber gesprochen. Wir haben gestern auch über Gonzalo gesprochen, dass Getafe bis zum letzten Tag auf den Stürmer aus der Jugend von Real Madrid warten wird. Und im Fall von Endrick, wie wir heute aus seinem Umfeld erfahren haben, zieht er eine Ausleihe nicht in Betracht. Es ist der Spieler selbst, der nichts von einer Ausleihe hören will. Er hat es dem Verein mitgeteilt, er möchte nicht, dass man für ihn einen Abgang sucht. Es gab Vereine, die sich nach ihm erkundigt haben, europäische Clubs, die zum Beispiel nächstes Jahr in europäischen Wettbewerben spielen werden, aber Endrick will von diesen Optionen nichts wissen und arbeitet daran, Xabi Alonso zu überzeugen. Erinnern wir uns daran, dass er nach der Club-Weltmeisterschaft erneut an dieser Muskelverletzung im linken Bein litt, die ihn bereits das letzte Saisonfinale verpassen ließ.
Und obwohl Endrick diesen Sommer auf Hochzeitsreise ist, hat er seinen Fitnesstrainer mit in die Flitterwochen genommen. Sein ehemaliger Fitnesstrainer bei Palmeiras, ein Mann seines engsten Vertrauens, ist mit ihm auf die Flitterwochen gefahren und arbeitet dort jeden Tag ein paar Stunden Hand in Hand mit ihm, damit er fit wird und Xabi Alonso überzeugen kann, wenn er wieder zum Training der ersten Mannschaft dazustößt. Es gibt eine kleine Debatte darüber, für wen die Nummer 9 im Team sein sollte. Ja, ich glaube, es wird zwischen Endrick und Gonzalo entschieden. Aber wenn wir uns an das halten, was in der letzten Saison passiert ist, ist es wahr, dass Endrick als ein großer Transfer kam. Real Madrid hat 47 Millionen bezahlt, aber er hat 7 Tore in 830 Minuten erzielt, Gonzalo 5 Tore in 510 Minuten. Das heißt, eine ähnliche Leistung, aber am Ende werden diejenigen, die glauben, dass Gonzalo die Nummer 9 tragen sollte, sagen, Gonzalo ist schon sein ganzes Leben im Verein und kommt gerade von 25 Toren mit Castilla. Er ist der natürliche Erbe dieser Rückennummer. Ja, ihr habt es selber gehört. Am Anfang des Transferfensters gab es noch Gerüchte, dass ein Endrick verliehen werden soll, damit er Minuten bekommt für Real Madrid, für die brasilianische Nationalmannschaft. Die WM ist Ende der nächsten Saison. Doch Endrick möchte von dem allen nichts wissen. Er möchte sich bei Real Madrid durchsetzen. Dafür hat er sogar seinen Personal Trainer zu den Flitterwochen mitgenommen. Ich komme immer noch nicht klar, was der Personal Trainer sich wahrscheinlich denkt. Naja, wie dem auch sei, mehrere Male am Tag soll er trainieren und das zeigt, welchen Willen Endrick hat. Ich kann dem Brasilianer nur die Daumen drücken, dass er das erreicht, was er will. Denn wenn Endrick so explodiert, wie wir das alle erwartet haben, oder ich zumindest, für die Ansätze, die er in Brasilien gezeigt hat, wo er Rekorde von Pelé und Ronaldo gebrochen hat. Also, wenn das passieren sollte, ist das die beste Nachricht, die für Real Madrid passieren kann. Auf der anderen Seite, ein Gonzalo Garcia, haben wir gestern noch drüber geredet. Real Madrid ist begeistert von dem Jungen, Xabi Alonso auch. Der Junge hat sich auf der größten Bühne der Welt bei der Club-WM bewiesen. Und ich finde, beide haben einen Platz bei Real Madrid. Warum sollen nicht beide sogar mal starten? Also, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Wer die 9 bekommen soll, ist mir relativ egal. Ich habe es in den letzten Videos gesagt, so schnell ändert sich das. Eine Nummer ist mir persönlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass Xabi Alonso diese beiden Diamanten schleift und beide am besten eine Riesenkarriere bei Real Madrid machen. Wen ihr vorne seht bei der Nummer 9, das könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Bin ich mal gespannt, was die Community so denkt. Ja, und jetzt kommen wir von 2 jungen Talenten zu einem noch jüngeren Talent. Das ist unglaublich. Franco Mastantuono. Noch ist der Junge 17. Das ist auch der einzige Grund, warum er bei Real Madrid noch nicht vorgestellt wird. Vorgestellt wird er am 14. August, wird er 18 und direkt am 14. oder spätestens am 15. August soll er vorgestellt werden. Und dieser junge Argentinier, wie gesagt, der wird gar nicht so wahrgenommen als der Transfer, der er sein soll. Zumindest, wenn es nach Augen von Florentino Perez, von Juni Calafat und von Xabi Alonso geht. Denn dieser Junge soll der besonderste Transfer sein, soll ein ganz außergewöhnliches Talent sein und relativ schnell Stammspieler bei Real Madrid werden. Also, lesen wir uns das zusammen einmal durch. Mastantuono kommt mit Streifen. Das Übersetzungsprogramm hat es nicht toll übersetzt. Streifen kommt aus dem Militär. Wer viele Streifen hat, hat also schon ein hohes Ansehen. Das ist damit gemeint. Der Verein spricht von einem Starter und der Trainerstab plant massiv in ihn zu investieren. Er wird dieses Wochenende in Madrid eintreffen, aber erst am 14. August zur Mannschaft stoßen. Er verfolgt einen konkreten Plan. Und jetzt wundert euch nicht, ich werde nicht genau Wort für Wort vorlesen, was da steht, denn das Übersetzungsprogramm hatte damit seine Schwierigkeiten. Der Autor war ein bisschen kreativ, ich übersetze das selber, aber ab der 2. oder 3. Spalte lese ich auch wieder das vor, was da steht. Die Zeit wird zeigen, ob er als großer Star endet, aber Mastantuono kommt als großer Star. Er wird nicht nur ein weiterer Neuzugang sein. Das ist er nicht. Der Erbe, wie er genannt wird ein Ausnahmefall sein. Denn wir sehen ein außergewöhnliches Talent. Die Spannung ist groß. Und wenn er die Erwartungen nicht erfüllt, wird das höllisch wehtun. Aber Real Madrid pokert nicht und das ist neu. Vereinsintern wird offen über die Verpflichtung eines Stammspielers gesprochen. Und der Trainerstab plant massiv in ihn zu investieren. Ihn früh und oft einzusetzen. Ihn sich anpassen zu lassen, indem er spielt. Ohne Betäubung. Das passiert nicht mit jedem Neuzugang, aber er ist nicht einfach nur ein Neuzugang.
Und das zeichnet sich bereits ab. Während Sie dies lesen oder ihr hört, packt Mastantuono Kisten um Kisten für sein Zuhause, im wahrsten Sinne des Wortes. Er soll dieses Wochenende oder spätestens Anfang nächster Woche nach Madrid reisen. All das, um sich seinem neuen Zuhause einzuleben, sich mit seiner neuen Stadt vertraut zu machen und sich auf das Kommende vorzubereiten. Obwohl es nicht mehr lange dauern wird, bis er im Camp Nummer 4, also am Platz Nummer 4 von Valdebebas auftaucht. Er wird sich der Gruppe erst am 14. August anschließen, wenn er volljährig ist. Der Rest beginnt am 4. August mit dem Training. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er am 14. seine offizielle Präsentation in Valdebebas gibt, spätestens am 15. Dann beginnt die Ära Mastantuono. Bis dahin folgt er einem persönlichen Plan. Allein. Und das tut er. Im Einklang mit dem Verein und zu Hause in seinem Argentinien, wo er die letzten 33 Tage verbracht hat. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie kaum Bilder gesehen haben. Das ist Mastantuono pur. Normalerweise zeige ich mich nicht in den sozialen Medien, hat er in einem Interview gesagt. Wir haben es Ihnen bereits gesagt, er hat nicht mit River Plate trainiert. Nach dem Ende der Weltmeisterschaft hat er sich in einem Brief von der Zusammenarbeit verabschiedet, etwas im gegenseitigen Einvernehmen. Aber er hat nicht aufgehört zu trainieren. Viel Cardio, mehr Bodybuilding als zuvor. Güler hat auf Empfehlung des Vereins 8 Kilo zugenommen. Eine Vorsaison vor der Vorsaison. Und 4 Trainingseinheiten. In seinem Fall wird das minimal sein. Ab dem 14. August hat er vor dem Ligaauftakt nur 4 Trainingseinheiten. Es sei denn, der Oberstschiedsrichter verschiebt den ersten Spieltag. Ich glaube da persönlich nicht dran. Ja, wie dem auch sei. An den ersten paar Spieltagen geht es darum, ein moderates Spielniveau zu halten. Er wird nicht in der Startelf stehen, es sei denn, seine Trainingseinheiten sind so beeindruckend, dass er die Normen durchbricht. Aber hier kommt die Nuance. Er soll in den ersten Spielen viele Minuten bekommen. Er soll sich entwickeln, spielen, ein Soldat im Schützengraben. Hey Mastantuono, denn kurz- bis mittelfristig scheint er tatsächlich in der Startelf zu stehen. Bellingham wird erst nach der Länderspielpause am 19. Oktober zurückkehren. 3 Monate Reha nach einer Operation an der linken Schulter werden ihn beschäftigen. 10 Spiele wird er pausieren, fast 100 Tage. Der Trainerstab plant für diese Pause mit Mastantuono als wichtiger Spieler. Es ist Plan A. Von Spiel zu Spiel wird er immer wichtiger und dieser Weg soll in die Startelf führen. Ja, der Artikel geht danach noch weiter, aber das Wichtigste haben wir ja schon da rausgenommen. Xabi Alonso plant mit Mastantuono von Anfang an als wichtigen Bestandteil. Diese Information hatten wir schon vor einem Monat gehört. Als die Vertragsgespräche heiß wurden, hat Xabi Alonso ihn angerufen und Mastantuono auch danach gesagt, Xabi Alonso hat mir mitgeteilt, ich werde von Anfang an wichtig für Real Madrid. Aber ich persönlich habe das so ein bisschen als Transfertaktik gehalten. Ich hätte nicht gedacht, dass ein 17-Jähriger, der noch nie in Europa gespielt hat, nach Madrid kommt, Real Madrid mit 18 und schon quasi Stammspieler werden soll. Also vielleicht ist das ein Transfer, den wir alle unterschätzt haben. Ich selber habe keine riesen Erwartungen. Ich denke erstmal, der Junge soll erstmal ankommen. In 2, 3 Jahren, wenn er 20, 21 ist, schauen wir mal, wie groß das Talent ist. Aber Xabi Alonso, Juni Calafat etc. scheinen das komplett anders zu sehen. Er soll jetzt bereits Stammspieler werden. Ja, und jetzt meine Frage. Was sagst du? Würdest du Franco Mastantuono auch von Anfang an spielen lassen? Und wenn ja, wo? Das bin ich gespannt, weil ich sehe in der Aufstellung, glaubt ihr, er kann im halben offensiven Mittelfeld für Bellingham spielen? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt zu eurer Meinung. Lasst die bitte in den Kommentaren. Wie gesagt, heute ein etwas kürzeres Video. Lasst trotzdem, wenn es geht, Liebe da, liken, followen, kommentieren. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Morgen hole ich erstmal meine Frau vom Flughafen ab. Also, am Samstag sehen wir uns wieder. Bis dahin. A la Madrid!